Hi Leute, willkommen bei Drago mir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. In dem heutigen Teil werde ich, denke ich mal, was Passenderes für die Damen bauen. Und zwar für die etwas gröbere Handhabe, für die Frauen halt Nudelholz, damit sie die Männer mal ein bisschen zur Raison bringen können. Ne? Also ich hoffe, das gefällt euch. Wir sehen uns. So Leute, dann wollen wir mal anfangen. Und wollen das ganze Nudelholz mal bauen. Ne? Dafür habe ich mir ein Stück Kernstab abgesäbelt. Mal gucken. Ich hoffe, dass das nachher lang genug ist. Das sind so ungefähr 49 cm. Kommt dann noch ein Stück vom Schutz dran. Naja, mal gucken. Schauen wir mal, ob es lang genug wird. Ansonsten wird es ein bisschen kleineres Nudelholz. Dann habe ich wieder ein Stück, weil ich von einem Kernstab ausgeschnitten habe, also die 10 x 12 mm. Schneide ich mir wieder so ein paar Zentimeter ab, so 5 oder so ungefähr. Dann wird das Ganze wieder dran geklebt. Aber dann wieder den Wickelspitzenschutz für beide Seiten. Ein bisschen rund gehen damit. So. Andere Seite auch. So. Dann haben wir das schon mal. Dann lassen wir kurz ein bisschen antrocknen. Dann nehmen wir uns ein Stück Leder. Machen wir, keine Ahnung, 2 Stücken, ein bisschen länger. Kann man natürlich auch erst eine Seite, dann die andere machen. Wenn man nicht so viel Verschnitt hat. Aber das liegt dann an euch. Dann nehme ich meistens immer Stücke, die ich von so Wicklungen übrig habe. Und dann gehen wir wieder hin, machen sie ungefähr mittig. So. Das ist eigentlich immer dasselbe. Vor allen Dingen, wenn ihr was Rundes machen wollt. Wie gesagt, ich mache dann immer so 2 Seiten direkt. Immer so versetzt. Die eine Seite so, die andere so. Dann kann man die nämlich direkt alle beide machen. Ganze so weit, dass das ungefähr mittig ist. So. Und dann gehen wir wieder einmal komplett rund. 2 Seiten direkt auf einmal. So. So. Dann immer noch so ein bisschen andrücken. So. Und dann das letzte Stück wieder so ein bisschen überlappend. Können wir dann, wenn er trocken ist, bzw. abgekühlt ist, dann abschneiden. Dann ist das einmal rundherum gut verklebt. Hier hat man noch ein bisschen zu wenig Kleber drauf. So. Ups. So, das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen abkühlen. Ich habe mir schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir machen jetzt erstmal noch hier den Kernstab soweit sicher. Schneiden wir wieder so ein bisschen ab. Ne? Hier. Der anderen Seite auch. So, das brauchen wir nicht mehr. Dann nehmen wir wieder ein bisschen mit Kleber drüber. Die Kante hier quasi nochmal drüber zu gehen, dass die nicht aufgehen kann. Machen wir an beiden Seiten. So. Und dann habe ich hier schon mal ein Stück Matte vorbereitet. 5er, 6er Matte. Ja. Bisschen länger.
und wickeln das Ganze erstmal quasi wieder. Ich habe, glaube ich, so ungefähr, lass mich nicht lügen, so 22 cm, ja, 23 sind es genommen. Ungefähr 60 lang, ein bisschen mehr wie 60. Wie gesagt, könnte vielleicht mein Griff ein bisschen kurz nachher werden, aber schauen wir mal. So, dann fange ich erstmal an, klebe das Ganze dran und wickel das dann. Erstmal eine Seite anfangen. Das mache ich jetzt mal so auf der kompletten Länge. So. Und dann legen wir das Ganze hier mal so drauf. Gut andrücken. Vor allen Dingen immer hier an den Spitzen besonders gucken, dass das alles richtig drauf ist. Passt auf, dass euch der Finger nicht verbrennt. Ne? Oder halt wie gesagt Pattex, aber dann müsst ihr halt zwei beidseitig auftragen. Einmal auf dem Kernstab, einmal auf der Matte. So. Das ist wie gesagt mal wieder nur, damit ihr seht, wie sowas dann geht. Oder gehen kann. So. Das Ganze lasst ihr jetzt ein bisschen wieder abkühlen. Und dann könnt ihr das in dem kompletten dann wickeln. Dann sehen wir uns, wenn das komplett einmal rund ist, dann haben wir schon mal quasi die Griffe und die Mitte. So Leute, dann geht es mal weiter. Ich habe jetzt soweit erstmal mit Heißkleber geklebt. Das letzte Stück machen wir jetzt mit Pattex. Bin dann hingegangen, habe dann quasi das letzte so 5-6 cm ohne gelassen und habe dann hier so eine Linie gemacht. Also dass man das sehen kann. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Ne? Damit ich ungefähr weiß, wie weit ich pinseln muss. Damit man nicht zu viel Pattex braucht. Ein bisschen drüber kann man pinseln. Das ist auch nicht schlecht. Ein paar Millimeter. Durch das Drücken drückt sich die Matte immer noch so ein bisschen weg. Also dass die noch ein bisschen breiter wird. Also kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn er noch ein paar Millimeter mehr drüber pinselt. Aber nur damit er da nicht hier 10 cm drüber pinseln, dann braucht das halt nicht. Ja, also hier so ein paar Millimeter drüber. Ist auch nicht schlimm, wenn ein bisschen mehr ist. Das wird nachher beim Schleifen alles weggeschliffen, dann siehst du da nichts mehr von. So Leute, das Ganze lassen wir jetzt erstmal antrocknen und dann können wir zusammendrücken. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet. Das merkt dann, indem man drauf geht und das sich quasi schon trocken anfühlt. Ne? Und dann könnt ihr halt andrücken. Da gehe ich immer erst so ein bisschen hin. So, dann haben wir das Ganze jetzt soweit angeklebt. Jetzt lassen wir das erstmal was trocknen. So Leute, der Kleber ist jetzt soweit angetrocknet. Dann gehen wir jetzt hin und schneiden so eine Kante hier raus. So, dann gucken wir hier auf den Seiten nach. Ne? Ein bisschen abschneiden, das schneiden wir jetzt so weit runter. Ungefähr, dass wir halt Leder sehen. So. Hm? Immer so ein bisschen vortasten. Deshalb mache ich das auch immer so ein bisschen länger. Geht eigentlich dann nachher sein soll. Und dann gehe ich immer so ein paar Millimeter Scheiben und schneide die runter, bis ich dann beim Leder angekommen bin. So, jetzt müssen wir eigentlich da sein. Ja, so sind wir dann auch beim Leder. So, dann gehen wir jetzt hin. Noch mal ein bisschen was wegschneiden, dann brauchen wir nachher nicht so viel zu schleifen. Das Ganze soll ja möglichst rund werden. Das ist so halbwegs rund. So. So, dann gehen wir jetzt hin, schleifen das Ganze noch ein bisschen ab. Und dann haben wir schon mal fast das Grundteil fertig. So, ein bisschen kann man noch, aber das mache ich dann gleich. Will ich damit nicht auf die Eier gehen.
So, im Endeffekt haben wir jetzt das Teil. Jetzt müssen wir mal gucken. Der Griff. Ja. Maßband. Das ist eine gute Grifflänge für das Ding hier. Ja. Dadurch, dass man da noch ein bisschen was dran setzen, würde ich mal sagen, so circa 12 cm. Ungefähr. Dass man auch, wenn man größere Hände hat, das auch noch benutzen kann. So. Die Seite nochmal rund. Dafür sind dann hier so Maßbänder gut, weil die halt hier das Anschlagteil haben. Du brauchst nur einmal rund gehen. Dann ist das Ganze gut. Vorausgesetzt, ihr habt halbwegs gerade geschnitten. Dann kann nämlich passieren, dass das Ganze ein bisschen krumm wird, aber normalerweise nicht. So, ich mache hier noch ein paar Linien dazwischen. Muss man jetzt nicht. Mache ich einfach nur, damit es nachher besser zu sehen ist. So, dann haben wir jetzt quasi den Griff. Ne? Jetzt brauchen wir ja in der Mitte noch das was dickere. Wie gesagt, soll ja Nudelholz werden. Ja. Wir sind mal groß, ein paar Millimeter, kommt nicht drauf an. Wir machen 30 cm. Dann machen wir jetzt aus 10er Matte, mache ich noch ein 30 cm Stück. Das man dann auch noch einmal drumherum wickeln. Und dann ist das Ding, abgesehen von den Seiten, da kommt auch noch was drauf. So Leute, dann geht es mal weiter. Und zwar, ich habe jetzt 30 cm eine 10er Matte ausgeschnitten. Die werden wir dann hier so drauf kleben. Und dann kommen hier jetzt noch ein paar 10er Platten drauf. Damit das hier unten auch alles gut ist. Weil das Ganze will ich dann nachher noch so ein bisschen anspitzen. Das anspitzen, so. Naja, ihr wisst ja ungefähr, wie so ein Nudelholz vom Griff aussieht vielleicht. Also so ein bisschen spitz zulaufend. Dass das was hübscher ist. So. Ich hoffe, das kommt man jetzt so ein bisschen sehen. Habe es auch hoffentlich nicht so schnell gemacht. Ne? Können wir schon mal hingehen. In der Zwischenzeit, wo das hier noch so ein bisschen antrocknet. So Leute, das Ganze haben wir jetzt soweit schon mal was rund geschliffen, dass das zum Rest passt. Nachher gehe ich dann hin, mache noch so ein bisschen, ne, dass ich das so ein bisschen abschneide. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie weit ich das mache, aber schon ein bisschen mehr. Wie ihr seht, das geht eigentlich relativ schnell, so was zu bauen. Schneiden. Jetzt noch auf eine scharfe Klinge. So. Schneiden an das, was übersteht, runter. Und so ein bisschen mit in die Rundung rein. Und schauen wir mal. Müssen wir halt noch ein bisschen was schleifen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, jetzt haben wir das dann. Dann schmuggeln wir noch ein bisschen drüber und dann hoffen wir, dass das alles gut ist. So, das geht jetzt soweit, denke ich mal. Jetzt tun wir das noch so ein bisschen beischneiden hier überall. Ist noch nicht so ganz gerade geworden. So, dann haben wir das jetzt soweit schon mal rund. Ja, so sieht das Ganze schon mal aus. Dann tun wir hier jetzt noch ein bisschen was schleifen, dass das noch so ein bisschen abgerundet ist. Und dann
ist der Rohling eigentlich quasi schon so gut wie fertig, dass man pinseln kann. Obwohl, ne, wir machen noch was. Ich habe mir gerade mal was überlegt. Moment, da müssen wir gucken. Da haben wir den Lötkolben. Den brauchen wir. Den werden wir mal anklemmen. In der Zwischenzeit, wenn wir dann, bis der warm ist, ein bisschen noch die Rundungen schleifen. Dann gucken wir mal, was wir da noch mitmachen. Mir ist da gerade noch so was eingefallen, was die Handhabe nachher ein bisschen einfacher machen könnte. So, das stecken wir aus. Das ein und dann gucken wir mal. Erstmal so auf Seite. Jetzt bin ich hier nochmal an den Kanten lang gegangen, damit die so ein bisschen gebrochen sind. Kann die Farbe an der Stelle auch nicht reißen. Ich weiß jetzt nicht, ob Flexipaint da so wie bei Latex halt so empfindlich ist. Aber an so scharfen Kanten quasi, wenn das so wirklich ganz scharf war, ist das gleich schon mal eingerissen, weil halt an den Stellen nicht so dick ist. Flexipaint weiß ich jetzt nicht so genau, ob das da genauso anfällig ist. So, dann gehen wir jetzt mal mit Heißluftföhn drüber. Und dann gucken wir jetzt gleich mal, ob der Lötkolben auch warm genug ist. Aber erstmal Heißluftföhn. So, dann haben wir das schon mal. Gucken wir mal, was der Lötkolben macht. Mal gucken. Und zwar gehe ich immer noch mal ein bisschen mit einer Cutterklinge vorher drüber, weil da immer noch vom Kokeln vorher immer noch so eine leichte Dreckschicht oder was auch immer da verkokelte drauf ist. Ja, haben wir jetzt quasi da. Können wir auch jetzt hingehen und noch machen, sagen wir mal, wenn es dann was schöner oder breiter werden soll. Ich bin jetzt zu faul, die Spitze auszubauen. Wir probieren das jetzt einfach mal so. Wie gesagt, dann so mit der dicken Seite. Die könnt natürlich auch die Spitze vorher komplett rausmachen. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt keine Lust, das Ding rauszumachen. Habe ich so jetzt auch noch nicht ausprobiert, aber so wie das aussieht, funktioniert das auf jeden Fall hier an dem Teil ganz gut. So sieht das Ganze jetzt aus. Und dann können wir quasi hingehen und das Ganze eigentlich schon mal anfangen, dann zu pinseln. Ich denke mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus für den Anfang. Na? So, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder, wenn ich anfange zu pinseln. So Leute, wie ich so gerade sehe, habe ich glaube ja kein Schwarz mehr unten. Ja, dann werde ich das wohl im Bastelzimmer pinseln. Ich habe jetzt noch so ein Lederriemchen dran gemacht, an dem ich den dann quasi nachher so aufhängen werde. Und dann mache ich einmal links, einmal rechts. Dafür ist natürlich das auch gut. Also nicht nur so, ne, dass man das nachher an den Juchtel hängen kann oder irgendwo, keine Ahnung, sondern auch zum Pinseln ganz gut. Dann gehe ich wieder hin, mache wieder so die Dreiviertel-Taktik oder ein bisschen mehr. Ne, das mache ich dann wieder 5-6 Mal. Und dann fange ich mit der richtigen Farbe an. Ja, dann sehen wir uns dann, wenn ich mit dem Schwarz soweit fertig bin, da ich anfange, die Holzstruktur dran zu machen. So Leute. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, und zwar soll das ganze Holz Kontur kriegen, also ein bisschen Struktur, Entschuldigung, keine Kontur, Struktur. Dann gehen wir hin, habe mal wieder eine alte Dose aufgesägt, um noch die Reste rauszuholen. Macht eine vernünftige Schicht Schwarz drauf, also einmal komplett, da wo ihr halt machen wollt. Nehmt noch einen Kamm dazu. Einen ganz normalen, am besten irgendein, ist egal eigentlich was für einen. Mittlerweile habe ich zweierlei, bei dem einen sind die Zinken ein bisschen weiter auseinander wie beim anderen, je nachdem wie fein ihr die Strukturen machen wollt. Aber das habt ihr ja auch, einmal oben die größeren, unten die ein bisschen enger zusammen sind. Da müsst ihr dann halt gucken, was ihr lieber habt. So. Oder welchen Kammer der Freundin oder wem auch immer klauen könnt. So, das Ganze ist jetzt drauf. Dann geht er so ein bisschen mit den Zinken hin, zieht das dann so ein bisschen drüber.
gerade, ein bisschen wellig, je nachdem, wie es euch am besten gefällt. Ich mache immer schon mal so ein bisschen wellig und dann wieder ein bisschen gerade. So ein bisschen, dass das nicht so langweilig aussieht von den Konturen her. So, oben noch mal so ein bisschen drüber. So, das Ganze, mal gucken. So, kann man lassen. Hier hätte ich vielleicht noch ein bisschen was mehr drauf machen können. Da kann man noch mal nachgehen. Noch ein bisschen was Farbe wieder drüber. Und dann geht man halt noch mal ein bisschen was im Kamm nach. Das ist das Schöne, da kann man immer so ein bisschen noch variieren. Jetzt noch ein bisschen, kann man noch mal was drüber gehen. So, dann sieht das Ganze nachher nicht so langweilig aus. So Leute, das Schwarz ist jetzt soweit trocken alles. Dann gehen wir hin. Ich nehme jetzt erstmal einen dunkleren Braunton, ein bisschen transparent. Ganz gut untermischen. Wie gesagt, müsst ihr halt wissen, wie ihr das macht. Je nachdem, was ihr für Farbtöne beim Brauen lieber habt, ob hell oder dunkel. Dann halt heller oder dunklere Töne. Ich nehme meistens immer 2, manchmal 3 Töne. Je nachdem. So. Nehmen wir mal hin. Hier schon mal ein bisschen drauf. So. Fangen wir erstmal halt jetzt mit dem dunkleren Braunton an. So Leute, das Ganze lassen wir jetzt erstmal wieder trocknen, dann machen wir noch den Rest von dem Griff hier. So Leute, die Seite ist jetzt fertig mit dem dunkleren Braun. Habe schon das Ledergürtelchen hier oben an die Drinks dran gemacht. Und jetzt gehen wir noch hier hin. Wir machen auch noch mal drüber. So, das Ganze lassen wir jetzt wieder trocknen und dann fangen wir mit einem helleren Braunton an. Wie gesagt, das war jetzt erstmal ein dunkles Braun. Dann habe ich jetzt ein bisschen was Helleres genommen. Das ist jetzt Karamellbraun. Das andere war, ich glaube, Torfbraun. Dann nehme ich jetzt diesmal ein bisschen größeren Schwamm. So. Ein bisschen abtupfen. Aber jetzt fangen wir langsam schon an mit den Trockenbürsten. Und dann gehe ich so immer so ein bisschen drüber. Wie gesagt, ist nicht schlimm, wenn es dann nachher zu hell erstmal wird. Das kann man dann wieder später ein bisschen abdunkeln, indem man halt ganz dünn mit verdünntem Schwarz drüber geht. Also je nachdem, wie ihr es mögt. Wenn ihr halt was heller mögt, macht ihr halt ein bisschen mehr drauf. Und wenn nicht, halt weniger. So. Nicht wundern, dass das dann jetzt relativ hell aussieht. Das dunkelt dann gleich beim Trocknen noch wieder was nach. Das Ganze ist halt wieder mit transparentem Flexipaint angemischt. Also eigentlich ist es fast dasselbe wie Latexarbeit, nur halt, dass er da transparent statt das normale Latex halt vernimmt. So, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen. Das weg. Das ist jetzt ganz heller Ocker. Dann nehmen wir uns wieder so ein bisschen. Diesmal braucht er wirklich nicht viel. So, jetzt sind die braunen Schichten erstmal drauf. Das Ganze lassen wir jetzt wieder was antrocknen. Legen das Ganze auf Seite. Natürlich irgendwo drauf, wo es nicht festkleben kann. So Leute, das Ocker ist jetzt halbwegs angetrocknet. Jetzt gehen wir hin. Nehmen noch ein bisschen schwarz, weil das ist doch ein bisschen sehr hell geworden. Relativ viel Wasser am Pinsel. Jetzt einmal so ein bisschen drüber. Dann nehme ich mir einen Schwamm. Ich kann auch einen Zewa oder irgendwas nehmen. Auf jeden Fall irgendwas, was nicht so fusselt.
Und dann geht er quasi einmal drüber, dass das Schwarz in die Rillen reingeht. Irgendwo noch nicht so gut ist, einfach noch mal so ein bisschen drüber gehen. Wie gesagt, wird dann halt auch was dunkler, aber das ist halt in eurem, ich mag es halt vom Holz ein bisschen dunkler. Müsst ihr halt gucken, wie es euch am besten gefällt. So, das Ganze haben wir jetzt noch ein bisschen nachgedunkelt. Wie gesagt, ist dann halt Geschmackssache. Der eine macht halt ein bisschen heller, der andere wird dunkler. Ne? Müsst ihr jetzt nicht mit dem Schwarz machen oder halt weniger. Also das ist dann eure Sache. Ich habe jetzt einfach mal so gemacht. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal wieder trocknen. Und dann machen wir noch eine Schicht, ich glaube, transparent drüber. Obwohl, das könnte man eigentlich auch jetzt schon machen. Ist jetzt nicht so schlimm. So Leute, die eine Seite ist jetzt trocken. Dann gehen wir über die andere Seite nochmal drüber. So, dann lassen wir das Ganze wieder trocknen. So Leute, das Transparent ist jetzt soweit trocken. Dann gehen wir wieder hin und Topcoat. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das ganze Ding hier topcoated ist. So Leute, das Ganze ist jetzt trocken. Dadurch, dass ich noch das Transparente drauf gemacht habe, ist das jetzt ein bisschen mehr am Glänzen, als wenn man es halt nicht macht. Ist jetzt nicht unbedingt so toll, aber das ist halt je nachdem. Ich wollte jetzt mal mit dem Transparent drüber und dann den Topcoat. Aber wie ihr seht, so sieht das Ganze dann aus. Ja. Denke mal, ist okay. Ja. Als Hausordnung. Den Griff hätte ich ein bisschen schmaler machen können, aber so ist er auf jeden Fall safe. Kann nichts passieren. Und dann geht es halt mit dem Haus recht weit auf die Birne. So, dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, abonniert mich, damit ihr nichts mehr verpasst. Likes und Kommentare sind auch gern gesehen. Wenn ihr irgendwas gebaut haben wollt oder irgendeine Anregung habt für was gebaut haben, also gebaut werden soll, könnt ihr ja gerne drunter schreiben. Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wir sehen uns.